Wir spielen Super Toastcat. One.app.k. Super Toastcat. Was sagt jetzt mal mega geilen Amnesia-Hoodie, der gerade angekommen ist? Zu einer weiteren Folge von Splitscard 1.a.k. Heute in meinem schönen Amnesia-Hoodie, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und wir machen heute nochmal, wir gehen schon ein bisschen in Richtung Revolt. Denn da hatten wir in der letzten Folge von Splitscard 1.a.s haben wir ja die Strecken gezeigt davon. Und jetzt spielen wir die Autos davon. Also viel Spaß damit und am Ende gibt es noch ein ganz besonderes Card. Wir fangen an mit Sprinter XL. So sieht der aus, also so ein kleines, ja, ferngesteuertes Auto quasi, wie es in dem Spiel Revolt fast immer ist, so wie ich es verstanden habe. Und ja, ich finde es auch gut, dass es hier die Blitz-Kategorie am meisten ist, weil das Logo davon ist auch dieser Blitz. Zwar die andere Richtung, aber ja, passt eigentlich ganz gut, würde ich behaupten. Und wenn ihr mal wollt, kann ich auch irgendwann mal so ein Video machen, wo ich nur mit diesen Karts fahre, also quasi, dass alle anderen Karts auch diese Revolt-Karts sind. Und das können wir mal machen, by the way, wenn ihr Bock habt. Ich würde sagen, wir fangen hier ganz klassisch mit dem Supermarkt an. Ist ja auch eine Revolt Map. Und let's go. Der gibt ordentlich Gummi. Und wir kriegen ordentlich auf die Nuss. Ja, wunderbar. Ach, come on. Was ist das denn? Aua. Und ich fahre auch an allen Sachen vorbei. Es ist eine Katastrophe. Ich habe auch kein Item bekommen, was mir irgendwas gebracht hätte. Ja, jetzt kriege ich die Klatsche. Ja, wunderbar. Fällt sich gut, der Kollege. Man kommt echt überall fix durch. Das läuft mega gut. Oh, aber ich treffe den vor mir nicht. Das sieht auch ganz süß aus, muss ich sagen. Bisschen kleiner, aber passt auch, weil es halt eben ferngesteuertes Auto ist. Und dass ich gerade das Nitro bekommen habe, war echt mega Luck. Ja, endlich mal. Oh je. So, da haben wir es doch. Dritter Platz, ist eigentlich ganz fein. Animationen gibt es leider keine. Schade. Schade. Wie sieht es mit der Kartfarbe aus? Die ist machbar und das ist sehr, sehr cool. Ja. Soweit, so gut. Ich würde sagen, wir bleiben bei den 2 Sternen. Also es ist ein stabiles Kart, es ist halt kein animiertes Kart, aber ansonsten ein gutes Kart, solides Kart, 2 Sterne. Und wir machen weiter mit einem Monster-Truck-mäßigen Auto, Big Vault. Und wir sind noch auf der nächsten Map hier von dem guten Game. Und ja, das sieht schon sehr, sehr wild aus. Aber so Monster-Truck-artige Autos haben wir tatsächlich eher weniger gehabt bisher. Haben wir doch mal die Abkürzung hier. Ich kenne mich ja inzwischen so ein bisschen aus. Oh je, wir kommen hier drüber, hier durch. Alles noch fein. Und klack. Und Doppeltreffer, wie auch immer. Ja, die Räder, die dachte ich erst, dass die problematisch sind, aber ist in Ordnung. Es ist jetzt echt nicht perfekt, aber in Ordnung. Ich komme mega gut klar, seht ihr, wie viel Vorsprung ich habe. Wow, da springen wir durch die Map. Weiß nicht, ob es die schnellste Variante war, hier zu fahren, aber okay. Nein, schneller stehen wir kriegen. Ja, wichtig. Selbst hierdurch kann man mega gut treffen mit dem. Also vom Fahrstil macht mir der sogar mehr Spaß als der davor, wenn ich ehrlich bin. Bam. Wobei mir die Strecke auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß macht. Die hat echt Style. Das ist so asozial gemein eigentlich, ne? Aber nur lustig. Ey, die sind genauso gemein zu mir. Oh, das war glaube ich nicht die beste Variante, die ich hätte machen können. Aber egal. Sehr schön. Lief doch gut. Ich muss sagen, macht echt Spaß. Leider wieder keine Animation. Aber vom Fahren her ist es echt lustig. Auch hier keine Animation. Das heißt, wir bleiben bei den 2 Sternen. Egal, ob wir die Farbe ändern können oder nicht. Es ist wirklich knapp, weil so eine Animation wie bei den Rocket League Cards würde mir eigentlich fast schon reichen, dass man einfach so ein Ja gewonnen oder ein Nein verloren kriegt. Aber die Farbe kann man auch switchen, was mega cool ist. Und in dem Fall wirklich, es ist knapp zum 3 Sterne. Wirklich 2,5 Sterne würde ich geben. Geht natürlich nicht, deswegen bleiben wir erst bei den 2, aber kurz vor den 3. Der Wolken-Turbo als nächstes. Und jetzt sind wir im Botanischen Garten angekommen hier. Wie gesagt, die ganzen Maps, die ich jetzt zeige hier, die habe ich im letzten Splitscard 1.a.s Part oder in der Folge auch gezeigt. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann checkt es gerne nach diesem Video ab. Wenn ich dann denke, verlinke ich es in der Endkarte. Oh, so macht man die Kurve. Jawollo! Ich hatte noch nie 2 Pömpel. Okay. Why not? Oh. Na. Dann fahren die alle mal hier lang? Oh, da hatte ich wieder Glück. So kann man die Kurve natürlich auch fahren. Let's go! Yeah! Geil, wie wir hier durchjumpen. Macht schon mega Spaß, mit dem auch zu fahren. Jetzt kommt ein Basketball und ich habe kein Item zu verteidigen. Bitte. Ich finde so gut, dass sie abgesenkt ist. Oh no. Dass man da halt einfach wunderschön ist, so, dass man da vorbeifahren kann. Das ist aber mega cool. Dass wenn man von dem Weg abkommt. Sehr gut durchdacht.
Jawohl, das habe ich auch mal geschafft. Und vom Aussehen her finde ich den fast mit am hübschesten von den bisherigen Revolt Cards. Und fahren tut er sich auch mega gut. Jeha, wir fliegen über die ganze Map. Geil. Schnellste Runde, sehr schön. Ne, ich finde, das Card sieht wirklich cool aus. Hat ein nice Design, gefällt mir ganz gut. Aber auch hier müssen wir dieselbe Bewertung geben. Wir bleiben, wie bei den anderen Cards auch, knapp bei den, ja, 2 Sternen. Die Farbe geht natürlich, mega cool. Das erinnert mich ein bisschen an das eine Auto aus Cars, wenn ihr wisst, welchen ich meine. Aber ja, die Farbe geht natürlich. Next one, Dr. Cratch. Okay, ein Auto, was irgendwie gefühlt eine Ambulanz ist oder so. Sehr spannend. Ich muss sagen, da gefallen mir die Achsen jetzt eher nicht so gut. Nur hier war dieser Laserbereich im originalen Revolt. Okay. Ja, ich muss sagen, die Achsen gefallen mir vorne eher nicht so gut. Taucht mir eher weniger. Leider. Und die Sonne. Here comes the sun. Nein. Ich mag das Aussehen von dem Auto irgendwie. Ich bin auch sehr gespannt, wie es aussehen wird, wenn man die Farbe ändert, ehrlich gesagt. Mann, wieso fahre ich da mal rein? Ich glaube, ich sollte hier nur fahren, wenn ich das Switch-Item habe. Aber bin trotzdem schnell. Ja. Wow, what? Ich habe erst gedodged und dann wurde ich trotzdem getroffen. Ehrlich jetzt? War da ein Turbo-Pfeil? Das habe ich gar nicht gewusst. Wait, hier gibt's eine Abkürzung? Okay, das muss ich nächste Runde mal checken. Bro. So, verdient. Ja, also bis auf die Achsen, dass es wieder keine Animation geben wird, ist das Auto aber echt ganz fancy. Und dass ich nicht fahren kann, aber das liegt ja nicht am Kart, sondern an mir. Dann kommt der Raum hier noch nicht, erst oben, ne? Hier auch noch nicht. Jetzt. Nee, erst die Sonne, dann der Raum. Hey, wo ist der lang gefahren? Ach, hier rein. Aha. Wunderbar. Und erster Platz, wer ist das denn? Keine Animation. Und was wird jetzt geändert? Ah ja, so kleine Akzente. Und sogar das rote Kreuz wird zum grünen Kreuz oder zum lilanen Kreuz. Ja, finde ich aber eine coole Sache. Ich glaube, an den Achsen vorne kann man wirklich nicht viel machen. Die hinten sehen nämlich viel besser aus als die vorderen in meinen Augen. Weil bei den vorderen ist so ein bisschen das Problem... Obwohl, die gehen auch rein. Naja, es ist okay, würde ich sagen. Das Problem ist einfach nur das mit den Animationen. Ich würde auch wieder 2 Sterne geben. Harvester, der sieht ja wild aus. Wie so ein Traktor. So, ich würde sagen, jetzt fahren wir einfach mal andere Strecken, also nicht mehr die Revolt-Strecken. Nein, der Kropf ist auch mit dabei. Ja, Kropfen, Junge. Sieht echt aus wie so ein Mini-Traktor. Und auch hier muss ich sagen, die Achsen, ja, nicht optimal. Aber ich glaube, ich werde hier bei allen Revolt-Cards bei den 2 Sternen sein, weil alle keine Animation haben werden. Und ja, ich finde, zu einem 3-Sterne-Card gehört eine Animation dazu. Und wenn die das dann haben, dann würde ich auch allen 3 Sterne geben, weil die sind super. Die Achse hier ist nicht perfekt, aber ich denke, vom Card her müsste es ähnlich sein. Wir schauen mal die Cards vielleicht im Nachgang nochmal kurz an, wie die im Spiel aussahen. Und meine Maus geht am Bild, das tut mir leid. Treffe ich jemanden? Jawohl, ein schöner Hit. Dieses der Kraft mache ich so gut. Ui. Kann ich noch hauen? Ja, Imposter. Bro, egal, ich hab trotzdem einen Boost bekommen. Jo, ich hab Kopf getroffen. Oh, nochmal nach hinten. Naja, leider nicht getroffen. Oh nein, egal. Ich bin im Ziel. Jo, keine Animation. Aber die Farbgebung, die ist mega. Sehr cooles Card, ich mache es gerne. Auch wenn ich hier jetzt schaue, ist es in Ordnung. Also ich weiß nicht, im Rennen sehen die Achsen immer ein bisschen anders aus als hier in diesem Screen, muss ich sagen. Es ist kein wildes Ding. Also wenn jetzt die ganzen Cards in meinen Augen jetzt noch eine Animation kriegen, eine Mini-Animation muss nichts Krasses sein. Vielleicht gibt es ja irgendwie von dem Spiel Revolt so eine Animation wie, du hast gewonnen und du hast verloren. Wenn das einfach kurz einblenden würde über den, das wäre auch eine Art von Animation. Fände ich lustig. Irgendwie so ein Blitz mit so einem Daumen oder weiß ich immer. Aber sowas in der Art wäre cool. Und dann wird es auch die 3 Sterne geben. Jetzt aber, wie angesprochen, erstmal die 2. Colonel Moss. Jo, der sieht gruselig aus. Aber gut, fahren wir mit dem. Irgendwie irgendeine unfertige Strecke. Mal schauen, was es für eine ist. Okay, also der sieht wirklich sehr mystisch aus. Und ist nochmal kleiner als die alle anderen. Sehr wild auf jeden Fall. Aber ich finde cool, dass dieser Blitz im Vorschaubild ist von Revolt, weil dann sieht man auf den ersten Blick, okay, das ist ein Revolt-Card. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also da auf jeden Fall sehr gut mitgedacht, Crystal. Finde ich sehr, sehr geil. Sorry, guter Cocktail.
Die Map ist aber ziemlich cool hier. Macht Spaß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist, würde ich sagen, bisher von den Revolt Cards das unspektakulärste Card. Weil ich finde, es sieht einfach komisch aus, aber ich glaube, das war es halt im Spiel selber auch. Also das ist ja auch ein Port. Wenn es dann im Spiel ein bisschen weird aussieht, dann sieht es ja halt auch in Super das Card ein bisschen weird aus. Ist halt dann aber so. Aber auch durch die engen Kurven kommt man mit dem echt wirklich gut. Ich meine, der wird kleiner und so weiter, aber steuerungstechnisch habe ich gar nichts zu bemängeln. Die Map hieß ja doch irgendwas mit not completed. Ich finde schade. Weil die Map, wenn man die completet, ich glaube, da würde auf jeden Fall auch eine echt geile Map rauskommen hier. Aber gut, wir bewerten jetzt nicht die Map, sondern das Card selber. Und das ist, ja, leider ein bisschen weird, aber es fährt sich super. Kann man schon nicht meckern. Aber auch hier keine Animation. Farbgebung ist fein. Das ist da hinten, läuft da irgendwas durch? Was soll das darstellen? Ich muss sagen, das Card ist einfach vom Design her mega weird. Aber es ist farbänderbar, das ist die Hauptsache. Fat Slug, okay. Slug ist ja Schnecke. Und Fat, das ist ja quasi, soll das einfach als eine andere Beschreibung sein oder eine andere Schreibweise von dicker Schnecke, ich weiß es nicht. Okay, die sind schon ein bisschen... Oh, da sieht man wirklich, wie der nicht verbunden ist. Das ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Das ist dann schon nicht optimal. Aber gut, ich werde eh im 2-Sterne-Bereich bleiben. Wegen den Animationen. Das heißt, dass man in der Hinsicht dann wahrscheinlich schauen müsste, wie man das macht. Ob man da dann, ja, ob man halt nur 3 Sternen geht, wenn die Animation käme, oder ob man sagt, nee, das stört mich noch zu sehr, ich muss bei 2 Sternen bleiben. Aber im Fahren selber merkt man sich so wirklich nur im Stand so. Ja, das ist auch nicht so wild. Also, ich glaube, man sollte auch nicht immer zu penibel sein. Ich meine, das ist ein stabiles Kart, es macht Spaß zu fahren mit dem. Nicht das allerkrasseste, aber gut. Man hat halt nur die Wahl zwischen 1, 2 und 3 Sterne, ne? Ich kann jetzt hier nicht irgendwie sagen, ich mache 2,5 oder 1,5 oder so oder nur einen halben. Das ist halt leider nicht möglich. Jo, die nehmen einfach 2 Items mit, was soll denn das? Jo, was passiert hier? Nein! Aber vom Style her gefällt mir das Card besser als das davor. Hier wieder meine Maus im Bild. Ich muss mal schauen, ob ich die ausblenden kann in Shadowplay. Müsste aber eigentlich gehen. Dass ich sie sehe, ist mir ja wurscht, aber dass ihr sie nicht sehen müsst im Video. Boah, der geht ab wie ein Schnitzel, wirklich. Geil. Mega geil. Hiha. Und da ist sogar Volken Turbo auch mitgefahren. Das sieht man jetzt hier direkt, dass es hier auch ein Revolt-Card ist. Das finde ich mega cool. Weil da sieht man schon, dass die Achsen hier ein bisschen lost sind. Keine Animation. Und die Farbgebung sieht wie folgt aus. Sieht fancy aus. Sieht gar nicht mehr so aus wie eine Schnecke, wenn man in Rot fährt oder so. Und hier wieder 2. Dustbite ist dann der nächste Kollege. Und auch hier die Sache mit den Achsen könnte man ankreiden. Autsch. Ich muss sagen, vom Style her gefällt mir das wieder nicht so gut. Das Card. Aber das ist ja alles subjektiv. Bro. Ha, Junge, der Lamborghini kriegt's ordentlich von mir ab. Und ich hau den anderen Revolt weg, den Harvester. Ja, ist okay. Die Farbgebung finde ich schön. Das Design an sich finde ich ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig. Und ich habe Leo getroffen, oder wie auch immer der Löwe heißt. Oh, der ist nicht einholbar hier. Der Small Old Conky. Und auch hier keine Animation. Und die Originalfarbe kann man entweder so bunt haben hier oder in verschiedenen Einzelfarben. Sehr, sehr cool. Und ab. Nein, wait. Ich habe aus den 1 gegeben. Ich habe mich verklickt. Warte, ich mach das nochmal. Entschuldigung. Es wurde gefixt. Genau, besser so. Entschuldigung. Dann noch den RC-Bandit. Den RC-Bandit. Also quasi das letzte Revolt-Card jetzt in diesem Part. Und dann fahren wir noch die Map. Die ist auch sehr special, würde ich behaupten. Oh. Okay. Was auch immer. Ah! What's going on here? Oh Gott, ich suche von dieser Map, hey. Aber das Card sieht besser aus als das davor. Also ich kann ja vielleicht danach noch so ein kleines Ranking der 5 Cards machen. Obwohl es sind nicht 5, es sind 8. Ne, 9 sogar.
Aber man kann hier so fahren. Man könnte so fahren. Wieso fahre ich immer auf den Boden? Vom Design her mega cool. Also der gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich habe es auch mal geschafft, wunderbar. Wie ich als abgeschossen wurde, weiß ich jetzt nicht. Was ist die Psychose hier? Ey, die ist doch die Map-File, die ist ja so Arsch. Wollen wir noch ein paar Leute überholen vielleicht? Wunderbar. Aber auch hier die Farbeanpassung ist da und sieht wirklich wunderschön aus. Und auch hier die 2 Sterne. So, ich habe jetzt mal alle Cards erstmal hier mal geherzt, damit wir sie anschauen können und nochmal vergleichen können. Platz 9 würde ich sagen, geht an Colonel Moss. Platz 8 würde ich sagen, Dust Might. Dann würde ich sagen, Platz 7 an RC Bandit oder RC Bandit. Platz 5 hier an Fat Slug. Platz 4 an Sprinter XL, Platz 3 an Dr. Crutch, Platz 2 an Big Volt und Platz 1 an Falcon Turbo. Welches von diesen 9 ist euer Favorit? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr einen habt. Und wieso springe ich dann wieder zurück? Ich glaube, ich muss mir mal Revolt und Steam mal gönnen, glaube ich. Und hier sehen wir sie auch nochmal, wie sie im Spiel aussahen. Einmal hier der Sprinter XL, einmal hier Big Volt, einmal hier Falcon Turbo. Einmal hier noch Dr. Crutch, hat sogar lustige Artworks hierzu. Dann hier den Harvester, Colonel Moss, Fat Slug, Dust Might und RC Bandit. Und Yum-Yum-Nudeln, wieso die jetzt da? Aber wir sind noch nicht fertig, denn wir haben noch ein besonderes Card, und zwar das Crystal Card von Super Toast Card. Bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich freue mich schon sehr, schon vorgestellt. Und da wir ja die anderen Cards alle von Crystal haben, haben wir jetzt zum Abschluss noch ein Card über Crystal. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Und so sieht es aus. Warte, das muss ich mir doch mal genauer anschauen. Ha! Das ist schon mega cool. Hat auf jeden Fall einen sehr großen Style. Oh, mit Zombel und Zwinkern. Oh, Junge. Oh, Junge, sieht dieses Card geil aus. Das fährt aber sehr langsam, oder ist das normal? Und es hat wieder einen schönen Motorensound. Einen sehr lauten Motorensound. Wo muss ich lang? Hier lang? Hä? Ja, da lang, okay. Sehr, sehr cool aus, wie Crystal da im Kart drin ist. Ich meine, dass es seinen Schweif hinten so ein bisschen reinbackt in das Ding hier. Das sehe ich jetzt auch nicht so wild an, ehrlich gesagt. Was ich ja noch am meisten stört, ist wahrscheinlich der Motorensound, weil der wieder mega laut ist. Bro. Was ist mit der Wand los? Ich will hier lang fahren, ja okay. Wo muss ich hin? Ich will doch letzter hier, wenn ich den Weg fahre, oder nicht? Wie ist der längste Weg, den es gibt? Ich fahre aber nochmal, weil Spaß gemacht hat. Wir sind Arm hochstreckt, sehr, sehr cool. Hey! Komm, geh auf. Danke. Und natürlich eine wunderschöne Animation. Das ist mächtig. Das ist wirklich mächtig. Und die Niederlage-Animation. Na, was soll's. Mega lustig. Sehr, sehr cool. Auch das mit dem Ohren und dieses Umschauen. Wow, was passiert hier? Bio Crystal gar nicht. Dann schauen wir mal, farbtechnisch geht es natürlich auch mega, mega nice. Ich muss sagen, das mit dem Schweif könnte man ankreiden, ist es nicht so wild, aber ja, könnte man vielleicht machen, dass da noch irgendwie so eine kleine Kuhle drin ist oder so, wo er seinen Schweif hin tut. Und zudem ist der Sound sehr, sehr laut. Kann man den irgendwie selber runterstellen oder ist es möglich, dass der Sound ein bisschen leiser ist? Ich meine, ich will das nicht jedes Mal selber runterstellen müssen. Ich überlege gerade, was ich geben sollte, aber ich denke, ich bin trotzdem bei den 3 Sternen. Ich würde 2,5 geben, aber doch eher 3, weil es wirklich Spaß macht, mit dem zu fahren. Die Animationen sind mega cool und es taugt mir wirklich sehr. Also das ist einer der lustigsten Cards seit langem, würde ich behaupten. Und deswegen gibt es auch von mir die 3 Sterne. Und Crystal ist auch eine Person, die es mehr als verdient hat, so einen Tribut zu kriegen mit diesem Card. Da würde ich sagen, war es von dieser Folge von Super Toast Card. Und wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert, wenn ihr es nicht getan habt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr noch Add-on-Cards oder Strecken habt, die ihr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Zickerfreak. Ciao, ciao!